So, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten Video. Es ist der BMW E46 M3 Cabrio von Kyosho. Ein Evergreen bei mir auf dem Schrottplatz. Ich glaube, ich habe noch 2 Stück auf Halde. Und der hier kam jetzt auf den Schrott, weil die Windschutzscheibe abgebrochen ist und weil er typisch Lackfehler hat. Die Lackfehler finden sich hier auf der Motorhaube. Da seht ihr die. Meistens auch auf dem Kofferraumdeckel. Hier aber nicht. Hier am Tankdeckel. Da jetzt tauchen die auf. Leider ist auch so viel Farbe drauf, dass die Konturen des Tankdeckels fast komplett verschwunden sind. Und hier die Türe hat auch Lackfehler. Im Großen und Ganzen nichts Besonderes. Glattschleifen, neu lackieren, fertig ist die Maus, ne? Aber so ist es halt nicht. Hier fällt auch schon das Raumgitter ab. Einige, ja, ich weiß jetzt, ich weiß, dass einige Modelle auch Zinkpest haben. Ob der das jetzt auch hat, bezweifle ich, weil dafür sind die Lackfehler einfach noch nicht gravierend genug. Das ist auf jeden Fall noch keine Zinkpest hier. Ne? Positiv zu vermerken sind auch natürlich, dass man die Türen, Kofferraumdeckel und die Motorhaube aufmachen kann. Dieses Modell gehört noch zu den guten Zeiten von Kyosho, die noch richtig viel Mühe gegeben haben und richtig tolle Modelle auf den Markt gebracht haben, die jetzt auch richtig einen Wert haben. So, jetzt fangen wir mal an zu zerlegen. Auch Teile-Nachfrage ist hoch, von dem so Achsen, Felgen, Auspuffanlagen, Spiegel, alles sehr gefragt von dem Modell. Im Prinzip ist eigentlich alles gefragt an dem Auto hier. Über Kofferraumdeckel. Die Schrauben noch nicht ganz gelöst. Doch. Normalerweise müsste er eigentlich jetzt abgehen. Aha, unter der Lippe ist anscheinend auch noch eine Schraube. Sogar noch 2 Schrauben. Habt ihr gesehen? Unter diesem Teil sind noch 2 Schrauben. Auch dieser Blue Laguna Seeker BMW E46 M3 ist eigentlich ein teures Modell. Noch Modelle unter 100 Euro zu bekommen ist schwierig. Die meisten gehen deutlich drüber weg. Besonders original verpackte Modelle ohne nennenswerten großen Lackfehler. Aber ich weiß aus Erfahrung, fast alle haben diese Lackfehler. Hier unten ist die Schraube für den Motor. Die habe ich gerade eben noch gesucht. Ich habe die unter dem Kühlergrill gesucht. Unterm Kühler. Guck mal, richtiger Motor. So, cool, ne? Richtiger Motorblock noch. Das ist doch mal geil. Das ist geil. Ich werde auch oft angeschrieben, ob ich das Modellauto verkaufen würde, auch defekt und so. Das mache ich natürlich nicht, weil auch für mich ist das Modellauto auch teuer einzukaufen. Und Leute, die mich dann natürlich fragen, willst du das Modellauto vielleicht komplett verkaufen, die wollen natürlich nicht viel zahlen. Die denken, ich habe das Ding geschenkt bekommen. Und geben dann auch dementsprechend wenig bis fast gar nichts. Dann spare ich mir die Mühe, spare ich mir die Arbeit und die Mühe, darauf zu antworten. Sage ich euch ganz ehrlich, ich antworte nicht auf solche Anfragen. Es rentiert sich einfach nicht für mich. Weil ich ganz genau weiß, es wird eh nichts draus. Na komm, Unterboden. Mein Gott. Komm ab. Na geht doch.
Schrauben sind gelöst und trotzdem geht er nicht ab. Aha. Das hat sich jetzt gerade vielversprechend angehört. Mein Gott, 1000 Teile mir entgegengekommen. Ja, also würde ich mir das Auto in echt kaufen, würde ich mir nicht diese Felgen antun, ne? Irgendwie sehen die kacke aus, ne? Total. Wenn man sich die neuen M-Felgen anguckt, die sehen mal geil aus, ne? Aber die nicht geil. Die Felgen werden wahrscheinlich schon noch bis morgen Abend wieder verkauft sein. Normalerweise ist auch die Windschutzscheibe immer ein sehr beliebtes Teil. Aber leider ist sie hier in dem Fall leider Schrott. So. Ah, schön, ne? Gurte, Teppich, alles vorhanden. Bisschen staubig der Kleine hier, aber ansonsten auch farbliche Akzente gesetzt. Blau mit Schwarz, mit Grau. Oh, Schalter ist das. Alles, auf alles geachtet. Alles. Selbst hier die Knöpfe an den Sitzen. Alles angemalt. Perfekt. Perfekt. Warum ist Kyosho nicht mehr so wie früher? Der Sparwahn ruiniert, finde ich, Kyosho. Jetzt produzieren die sogar über GT Spirit Modellautos, ne? Der Lamborghini Countach zum Beispiel oder Miura und gibt so viele Modelle. Da ist so ein Stück kaputte Scheibe. Scheibenwischer sind auch immer sehr begehrt von dem Auto. Unterm Armaturenbrett befinden sich die Schrauben für das Armaturenbrett. Ich weiß, dass viele Leute da rumgezerrt haben und sich das hier alles kaputt gemacht haben. Weil die nicht wussten, dass hier die Schrauben sind. Man muss also das obere Teil des Armaturenbretts abmachen und dann kommt man an die Schrauben dran. Nettes Armaturenbrett mit Navi und allem drum und dran. Richtig schickes Ding. Gut gemacht. Einfach nur gut. Also bis jetzt konnte ich nichts Negatives über das Modellauto sagen. Außer natürlich die Lackprobleme, ne? Die dürfen bei einem Modellauto von der Klasse von Kyosho damals natürlich nicht sein. Und der Phoenix Goldene zum Beispiel, der hat ja auch noch voll die schlimme Zinkpest gehabt. Die sind ja fast komplett ausgestorben, die Modelle. Die Phoenix Gold. Ich glaube, das war das Coupé damals. Ach komm schon. So ist der Kofferraumdeckel.
Ne, Kofferraum und dann Kofferraumdeckel. Selbst, guckt euch mal diesen Kofferraum mal an. Mit den Fächern hier sogar, mit den Ablageflächen. Alles vorhanden. So. Ach, ein Scheinwerfer kommt hier schon dagegen. Scheinwerfer sind auch immer extrem begehrt von dem Modell. Weil die vermilchen gern, also die werden schnell weiß. Und deswegen werden die bei mir auch gern gekauft. So, Nebelscheinwerfer. So, einer, zwei, perfekt. Nummernschild ist nur ein Sticker, der geht nicht ab. Die Rücklichter sind eigentlich immer nur geklebt. Ja. Die kann man einfach so mit dem Fingernagel abknippen. Zack. Jetzt noch Überrollbügel, also die Kopfstützen. Und dann ist dieses hübsche Modell auch schon Vergangenheit. Wie gesagt, Achtung bei dem Modell. Er ist teuer. Und er wird auch immer teurer werden. Der wird nicht mehr billiger. Aber ich frage mich, warum den bis jetzt noch kein anderer Hersteller so großartig auf den Markt gebracht hat. Vielleicht kommt das ja noch. So, Kopfstützen, auch die schön in Innenausstattungsfarbe ein. Ah, ihr merkt schon, irgendwie ist das hier ein bisschen fummelig, ey. Ich versuche den natürlich ohne kaputt zu machen. Ja, da haben wir ihn doch. Die Kiemen habe ich noch fast vergessen. Die kann man leider nicht von innen ausdrücken. Das sind die Kiemen, wie beim Hai. Habt ihr gesehen, wie das abging? Mit einem schmalen Werkzeug zwischen die Kieme und die Karosserie gehen. So. Das war's. Oh, Einstiegsleisten hat er auch noch. Meine Güte. Teileausbeute ist hier sehr gut. Also mein ganzer Tisch hier ist hier schon voll mit Teilen. Nur von einem Modell. Da versteht ihr, warum ich dieses Modell nicht kaputt verkaufe. Na? Klar, Teilewert ist definitiv mehr wert als das, was jeder dafür bezahlen würde. So, und das war's. Der E46 M3 Cabrio von Kyosho ist erfolgreich zerlegt worden. Nichts ist zu Bruch gegangen, Gott sei Dank. Die Verarbeitung des Modells ist richtig schön. Gut, man muss halt mit den Lackfedern leben. Ne? Das ist das einzige Manko bei dem Modell. Aber ansonsten durchgehend gutes Modellauto. Schöne Details. Motor ist schön, Innenausstattung ist schön. Felgen sind auch schön, aber nicht mein Geschmack. Aber gut, das ist ja nichts Wildes. Und ja, im Großen und Ganzen ein tolles Modellauto mit Wertpotenzial. Also das Ding wird teurer werden. Ne? Noch teurer, als er jetzt schon ist. So, es geht gleich weiter. Ciao, Freunde.